Wenn ihr keinen Zugang zum Meer habt, aber ihr wollt euch das ganze Jahr über doch das Gefühl von Meerwasser in den Haaren geben mit Hilfe eines Haarproduktes, dann bleibt jetzt mal dran. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Pomade-Review mit mir, dem Flo vom Pomade-Shop. Willkommen auf unserem YouTube-Kanal, falls du neu bist, und falls du schon länger hier bist, willkommen zurück. Ich darf euch heute wieder eine Pomade vorführen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, eine Pomade, die mich überrascht hat, weil sie ganz anders war, als ich eigentlich erwartet habe. Und zwar geht es heute um die neue, jetzt gerade zum Zeitpunkt dieses Videos, neu erschienene Reutzel Surf Cream. Reutzel dürfte, denke ich, jedem in der Pomadewelt ein Begriff sein. Ist die Marke von den Jungs aus Rotterdam, von Schorem, ich weiß nicht genau, ich glaube Schorem, spricht man es richtig aus. Barbier ist somit der bekannteste Barbershop der Welt eigentlich, und die haben mit ihrer Reutzel eine ganz ikonische Marke geschaffen, meistens mit diesem Schweinchen drauf, saucoole Pomaden, ganz viele andere Produkte noch, alle möglichen Arten von Tonics, Grooming Tonic, Hair Tonic, es gibt auch sogar ein Eau de Cologne oder Eau de Toilette ist es, glaube ich. Es gibt alles Mögliche für den Bart, Mustache Waxes, Bart Foam, richtig coole Sachen gibt es da. Schaut euch gerne mal um, auch auf unserer Webseite. Und jetzt ganz neu gibt es eben auch die Surf Cream. Und dieses Produkt hat mich am Anfang ein bisschen verwirrt, denn ich dachte eigentlich, was kriegt man hier? Man kriegt eine matte Haarpaste, dachte ich, ähnlich wie die Anti-Gravity von Lockharts oder wie die Northern Lights von Shea Revival oder wie die Pompis Cream Dream oder sowas. Nein, ist tatsächlich ganz anders. Und ich fange einfach mal vorne an, und zwar bei den Inhaltsstoffen. Es gibt ja in der Regel eigentlich immer zwei Arten von Produkten. Es gibt die wasserbasierten Produkte, die sich eher darauf fokussieren, dass sie leicht auswaschbar sind. Und es gibt die ölbasierten Produkte, die sich eher darauf fokussieren, mehr Haarpflege zu geben. Dafür halt nicht so leicht auswaschbar. Und dann gibt es natürlich noch die Hybridprodukte, die so versuchen, beides zu vereinen. Und hier ist jetzt ein Produkt, das basiert nicht auf Wasser oder auf Wachs oder Öl, sondern auf Magnesiumsulfat. War mir auch neu, dass es sowas gibt als Produktbasis. Habe da ein bisschen nachgelesen. Magnesiumsulfat ist jetzt aus rein chemischer Sicht gesehen ein sogenanntes Salz, das in der Kosmetik hin und wieder auch Anwendung findet und das vor allem entzündungshemmend und hautberuhigend wirkt. Von dem her eigentlich ganz cool. Aber dass man darauf auch ein Produkt basieren kann, war mir komplett neu, denn Magnesiumsulfat ist im eigentlichen Zustand, soweit ich jetzt weiß, ich bin kein Chemiker, soweit ich das recherchiert habe, im Pulver. Also wirklich nicht wie, sage ich jetzt mal, Kochsalz aus dem Salzstreuer, das ist ja ein bisschen gröber noch, sondern noch feiner, aber dazu komme ich gleich noch beim Breakdown, das merkt man nämlich auch bei den Fingern, also zwischen den Fingern, wenn man das Produkt verreibt. Der Deckel ist schön blau, schön cool mit dem Schwein diesmal auf dem Surfbrett. Die Dose ist nicht ganz dieselbe wie bei den anderen Reutzel-Pomaden. Ist ein bisschen anders von der Form her, aber eine ähnliche Größe. Ich glaube, ein bisschen kleiner. Wenn man jetzt hier mal reinschaut, hat man eben diese weiße Creme. Und ich weiß nicht, wie gut man es sieht. Man sieht, dass es so vielleicht ein bisschen so bröckelig wirkt. Und das ist einfach auch genau das, was dieses Produkt ausmacht. Das ist dieses Salz, auf dem das basiert, oder dieses Magnesiumsulfat, das macht es eben. Es ist immerhin auch für eine leichte Haarpflege ist auch ein bisschen Kokosöl mit drin, wobei das nicht sehr viel sein dürfte, weil es in der Liste relativ weit hinten kommt. Und was mir jetzt auch noch bekannt vorkommt, ist auf jeden Fall Kaolin. Das heißt, wenn man hier ein Produkt ist, auf jeden Fall einen matten Look macht. Und sonst der Rest ist, was mir eher aus wasserbasierten Produkten bekannt vorkommt. Also so Konservierungs- und Stoffe und Stabilisatoren und Emulgatoren, wenn es benötigt wird. Also ein Produkt, das jetzt ein bisschen mehr synthetische Inhaltsstoffe drin hat, aber dafür, obwohl es jetzt streng genommen nicht wasserbasiert ist, auch ganz easy wieder auszuwaschen ist. Also es geht ganz easy ins Haar rein und geht ganz easy auch wieder raus. Nicht wie eine klassische ölbasierte Pomade. Kommen wir mal zum Duft. Denn was ich noch interessant finde, wenn ich hier nachlese auf den Inhaltsstoffen, da steht nirgendwo Parfüm. Und genau das ist es auch. Es enthält keinen zusätzlichen Duft. Das Einzige, was ich hier rieche, ist nur so die Inhaltsstoffe, aus denen dieses Produkt gebaut wurde, ohne zusätzlichen Duft. Und dieser Duft ist sehr dezent, fast nicht wahrnehmbar. Wenn man es im Haar hat, ist es komplett weg. Ist so ein ganz leicht erdiger Duft, würde ich sagen. Das kommt vielleicht durchs Kaolin. Das ist ja eine Tonerde. Clay-Pomaden, die viel Kaolin enthalten, riechen öfter mal so ein bisschen erdig. Und das riecht man hier auch raus. Aber sonst ist wirklich eigentlich kaum Duft wahrnehmbar. So,
Ich habe gesagt, dass mich das Produkt überrascht hat, weil ich dachte, man kriegt eine matte Haarpaste. Aber ich habe das gestern das erste Mal verwendet und habe festgestellt, diese Surf Cream, die macht mit eurem Haar genau das, und ich denke mal, das ist so gewollt, was Meerwasser mit eurem Haar macht, wenn ihr im Meer baden und auch tauchen wart und dann aus dem Meer wieder rauskommt und ein paar Stunden wartet oder ja, bis die Haare jedenfalls komplett trocken sind. Und vielleicht kennt ihr das, wenn ihr das schon mal gehabt habt, dann habt ihr diese Salzkruste, diese leichte quasi im Haar, und dadurch kann man, wenn man sich so durchfährt, spürt man auch so ein bisschen, dass es trockener ist, das Haar, und man kann sich so ganz leicht auch ein bisschen mehr Volumen ins Haar reinmachen, weil dieses Salz so ein bisschen stabilisierend im Haar wirkt. Genauso hat man das Salz natürlich dann auch auf der Haut. Deswegen sollte man ja dann auch immer spätestens am Abend vielleicht duschen, weil es nicht ganz so gut ist, wenn man die ganze Zeit das Salz auf der Haut hat. Wer schon mal von dem Sea Salt Sprays gehört hat, haben wir auch bei uns einige im Sortiment, die haben ja genau den gleichen Effekt. Die enthalten Meersalz, sagt ja auch der Name, um genau diesen Effekt zu machen. Nur so eine leichte Volumenstabilisierung, aber nicht so stark wie jetzt eine Anti-Gravity oder eine andere Mattpaste in unserem Sortiment, denn der Halt hiervon ist wirklich sehr, sehr leicht, wirklich kaum, also sehr schwerelos, wirklich für sehr, sehr lockere Looks. Wirklich überhaupt nicht dazu da, um die Haare zu modellieren, sondern eigentlich, wenn sie wie bei mir jetzt schon ganz gut in Form gebracht sind, im Grunde so, einfach noch so ein klein bisschen Textur mit reinzubringen und so ein klein bisschen Grip, aber wirklich sehr wenig, also minimalst. Wirklich nur wie wenn ihr euch mit Salzwasser durchgespült hättet die Haare und dann das Salz zurückbleibt. Also ich gehe jetzt mal rein und nehme jetzt mal so ein Fingerchen raus. Da braucht es dann auch nicht viel, weil wenn ihr mehr nehmt, das bringt euch tatsächlich nichts. Ich habe gestern mal mit einem Finger angefangen und habe dann nach einer Stunde noch einen Finger genommen und nach einer Stunde noch einen Finger. Es hat sich nicht viel verändert tatsächlich. Also es ist nicht so wie bei anderen Produkten, dass wenn ihr mehr von den Produkten nehmt, dass dann der Halt auch automatisch irgendwie mehr oder besser wird, weil ihr euch die Haare zukleistert, weil das passiert mit diesem Produkt tatsächlich nicht wirklich. Und jetzt, wenn man sich das in den Händen verreibt, der Breakdown ist super easy und schaut jetzt auf den ersten Blick auch so ein bisschen ölig aus, aber das täuscht, denn es ist im Haar komplett matt. Und wenn man sich hier, ich gehe jetzt mal ans Mikro ran, ich weiß nicht, ich hoffe, man kann das ASMR-mäßig so ein bisschen hören. Es fühlt sich wirklich an wie ganz feiner, feiner Sand. Ganz feiner, nasser Sand im Haar, was dann wieder ja, dieses Beach-Feeling mit sich bringt oder eben, ja, ich meine Salz, vielleicht auch so ein bisschen Salz, genauso wie, ja, wie wenn ihr im Meerwasser baden wart und habt euch danach trocknen lassen und danach fahrt ihr euch mal so ein bisschen über die Haut drüber und schabt euch so ein bisschen das Salz von der Haut ab und das fühlt sich jetzt genau so an, so ein bisschen leichtes Peeling eben. Breakdown ist easy, man sieht jetzt nichts mehr in meiner Hand. Ich spüre dieses Peeling eben. Und ja, dann fragt ihr euch natürlich zu Recht auch, sieht man diese kleinen Körnchen, die ja quasi jetzt da drin sind, sieht man die eigentlich auch im Haar? Und da kann ich euch sagen, wenn man jetzt nur so einen kleinen Finger nimmt wie ich, sieht man sie nicht wirklich im Haar. Und auch wirklich, also wenn man dann einen zweiten Finger nimmt, was ich euch jetzt nicht unbedingt empfehlen würde, weil das wirklich ein sehr sparsames, ergiebiges Produkt ist, wo ich, wie gesagt, der zweite Finger nicht mehr Ergebnis bringt als der erste eigentlich, dann kann es sein, dass wenn man ganz nah hingeht, aber wirklich nur ganz nah, dass man dann so eine leichte, ja, so ganz leichte kleine Körnchen dann doch sieht. Aber das viel weniger als jetzt zum Beispiel Schuppen oder Flakes, wie sie aussehen würden im Haar. Wirklich wie wenn ihr auch ja, im Meer baden wart, ich kann es nicht oft genug sagen, und danach euch durch die Haare fahrt und dann die Salzkruste im Haar quasi aufbrecht, dann kann es ja auch sein, dass so ganz, ganz leichte kleine Salzkörnchen im Haar sichtbar sind, aber wirklich nur, wenn man ganz nah rangeht. Und ihr seht schon, ich kann es euch empfehlen, bei dem Produkt ist es kein Produkt, mit dem ihr euch die Haare großartig modellieren könnt. Ich habe jetzt nur so ein bisschen Textur und so ein bisschen Definition reingebracht, weil mehr Halt hat es nicht. Also wenn ihr wirklich Haare habt, die von Natur aus schon perfekt liegen, oder ihr nehmt einen Pre-Styler, wobei ich eigentlich schon sagen würde, fast ein anderes Produkt fürs Hauptstyling her, und dann nehmt ihr das noch für so ein leichtes Finish her oder noch so ein bisschen mehr Struktur reinzubringen. Dafür ist es gemacht. Also im Optimalfall sind eure Haare wirklich so, dass ihr sie von Natur aus legt, wie ihr sie wollt, und dann um nur so eine ganz, ganz leichte abschließende Fixierung und diese Textur reinzubringen und diesen absolut trockenen Look, dann nehmt ihr dann die Reuzel Surf Cream her. Also nichts, womit ihr euch jetzt groß eine Frisur bauen könnt.
die nicht auch schon von Natur oder irgendwie mit den ein oder anderen Hilfsmitteln von vorher schon da gewesen wäre. Denn ich kann auch mit den Haaren, ich kann jederzeit hier durchfahren. Ich merke nicht wie bei anderen Mattpasten, dass ich irgendwie auf einmal so den Grip habe oder so zusätzlich. Der ist wirklich nur sehr minimal. Ich kann easy durchkämmen, gar kein Problem. Aber jetzt mache ich mir trotzdem wieder meine Textur so ein bisschen rein. Dafür ist es super, aber halt wirklich für diese lockeren Looks. Also ich glaube, diese Frisur, die bei den Kids gerade angesagt ist, was die Jungs haben, dass sie so vor allem die Haare so nach vorne haben und dann auch in die Stirn hängen und dann hier sehr viel dieses Gewuschelt. Ich glaube, das nennt man Wasserrutsche oder Wasserwelle, ist eigentlich was anderes, aber irgendwas in der Richtung, dafür könnte es super sein. Einfach nur so ein bisschen die Frisur noch abzurunden, die eigentlich vorher schon in den meisten Zügen existiert hat. So. Duftmäßig, wie gesagt, nehme ich jetzt nichts mehr wahr, ist aber auch vollkommen okay. Es ist einfach diese Anmutung, komplett natürlich zu sein, beziehungsweise, wenn ich Salzwasser im Haar hatte, dann riecht es ja auch nach nichts. Und das ist eigentlich wirklich genau das. Das ist Sea Salt Spray aus der Dose oder das Styling mit Meerwasser aus der Dose. Also, wie gesagt, wenn ihr Bock auf diesen ganz, ganz lockeren, texturierten, trockenen Look habt, dann kann ich das euch empfehlen. Nicht so, mit ihr euch die Haare modellieren oder krass stylen könnt, aber ein schönes Finish reinzaubern könnt. Oder eben, wie gesagt, wenn sie von Natur aus schon so geil liegen, die Haare, dass es für euch passt, dann könnt ihr damit noch so einmal schön abrunden, den Style und fertig. Also ein ganz cooles Produkt, mal was anderes. Finde ich gut, dass sich deutlich abhebt von den anderen Pomaden. Ich finde es immer ein bisschen schwierig, wenn eine Marke Pomaden rausbringt und noch mehr Pomaden und noch mehr Pomaden und die sich immer mehr ähneln. Deswegen finde ich es da eine schöne Abwechslung. Und ich hoffe, dass ich euch einiges über das Produkt erzählen konnte und euch ein bisschen zeigen konnte, was es kann und was es in dem Fall vielleicht auch nicht unbedingt kann, aber was es auch gar nicht können möchte. Und würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Review wieder einschaltet oder bei einem unserer anderen Videos und wünsche euch bis dahin alles Gute, eine schöne Zeit. Euer Flo.